Servus zusammen, heute mache ich den Test, ob man mit der Handpolitur gut weiterkommt. Das sind Kratzer. Das Auto habe ich gestern gewaschen, weil jetzt Staub und ähnliches drauf liegt, werde ich es nun wieder mit dem Reiniger einschmieren und abwischen. Nächster Schritt ist zu kneten. Dazu verwendet man hier eine Knete und ihr braucht dazu ein Gleitmittel. Dafür verwende ich einfach ein Autoshampoo, was ich verdient habe, aber halt deutlich höher dosiert, dass es besser schmiert. So, dann sprüht ihr die Fläche ein und eure Knete und dann geht ihr einfach in sanften Bewegungen drüber. Das sollte ganz geschmeidig funktionieren. Meistens wird der Widerstand weniger, wenn die Fläche frei geknetet wurde. Jetzt geht es super einfach da oben. So lange kneten, bis es sich super glatt anfühlt. So sieht die Knete nach dem Kneten aus. Also hat sich schon einiges an Dreck verfangen. Wenn es noch schlimmer das aussieht, dann unbedingt zusammenfalten und weitermachen. Dann gebt ihr die Politur auf das Bett. Normalerweise verteilt es aufs gesamte Bett, also hier auch überall. Aber weil die Fläche so klein ist, muss man es nicht unbedingt verteilen. Also dann verteilt man die Politur ganz fein auf der Lackoberfläche. Ihr seht es überall verteilt. Natürlich das besser gemacht werden. So, überall verteilt mit leichtem Druck. Und dann, wenn es normalerweise, bin ich der Fan in Kreuzbahnen, aber da wird es schwer, also eher einfach mit mehr Druck geht ihr drüber und poliert die Oberfläche. So geht's auch ein bisschen. So poliert er das Auto. Nachher einfach, wenn die Politur ausgefahren ist, einfach abwischen. Das werdet ihr schon merken. So, jetzt könnt ihr die Überreste abwischen von der Politur. Dazu nehmt ihr einfach ein kurz- oder langfloriges Mikrofasertuch. Besser ist lang, weil man es ja aufnehmen will. Ihr werdet dann sehen, wie der Lack richtig glatt ist. So poliert man ein Auto per Hand.